Metzger sein gestern und heute. Wo stecken da eigentlich die Unterschiede? Wie viel Handwerk steckt noch in den großen Betrieben? Und wie gehen junge, engagierte Menschen eigentlich heutzutage mit ihrem Traditionshandwerk um? Fragen wir sie doch einfach jetzt im TFB Talk. Der Metzger, ein aussterbender Beruf? Naja, zumindest ist der deutlich im Wandel. Denn da sind zum einen die kleinen Metzgereien, die individuelle regionale Kundenwünsche erfüllen, und zum anderen die großen Industriebetriebe, die die Versorgung der Bevölkerung sicherstellen. Und außerdem auch auf immer wieder neue Kundenwünsche eingehen, zum Beispiel Proteine aus Pflanzen. Was macht dieser sich gravierend verändernde Markt eigentlich mit dem Berufsbild? Und wer will heute überhaupt noch Metzger werden? Wir haben großes Glück, denn wir haben 3 Generationen von Metzgern heute hier, mit denen ich das klären werde. Meine Gäste sind heute Nele Krampe, Auszubildende zur Fleischerin bei The Family Butchers. Hallo. Hallo. Philipp Bühning ist bei mir, Jungmetzger der Generation YouTube. Hallo. Hi, danke für die Einladung. Schön, dass du da bist. Und ebenfalls gelernter Metzger, Hans-Ewald Reinhardt, last but not least Gesellschafter der TFB Unternehmensgruppe. Ja, schön wieder hier zu sein. Freut mich auch sehr. Ja, Nele, freut mich vor allen Dingen, dass du da bist. Endlich mal wieder ein bisschen mehr Frauenpower hier bei uns im Studio. Du machst eine Ausbildung zur Fleischerin bei The Family Butchers. Das ist, mal Hand aufs Herz, schon ein bisschen ungewöhnlich. Also für mich ist das nicht so ungewöhnlich, da ich mich schon von klein auf an für Schinken und Wurst begeistere und eigentlich damit groß geworden bin. Mhm. Schmeckt ja auch so gut, ne? Ja. Muss man ja sagen. Also für dich ist der Alltag ganz normal. Für andere, muss man ja schon sagen, bleibt es eher ungewöhnlich. Deswegen haben wir uns einfach mal eine Kamera geschnappt und die Nele bei ihrer Ausbildung begleitet. Ja, die Ausbildung, man sieht's, sehr abwechslungsreich und ganz offensichtlich auch sehr spannend. Nele, erzähl mal, was ist denn für dich jetzt das Besondere an der Ausbildung bei TFB? Also das Besondere ist auf jeden Fall, dass wir viele Azubis sind, ein gutes Zusammenarbeiten haben. Wir verstehen uns, wir konnten uns direkt in der ersten Woche super kennenlernen. Natürlich haben wir auch unsere Ausbilder, die uns super unterstützen in jeder Hinsicht. Und aber mit das Beste ist immer noch, dass wir unsere eigene Azubi-Werkstatt haben, in der wir nicht nur das Zerlegen von Schinken lernen, sondern auch selber Wurst herstellen, mal selber was ausprobieren dürfen oder einfach mal was kreieren dürfen. Und das hast du auch schon sehr erfolgreich gemacht, habe ich gehört. Ja, genau. Ich habe auch schon meine eigene Bratwurst kreiert. In Berlin war ich bei dem Wettbewerb Bratwurst des Jahres und habe Von der Bild-Zeitung ist das richtig? Genau, und habe dort einen Ehrenpreis gewonnen. Also keine kleine Geschichte. Da hast du mal den Chef, würde ich sagen, richtig stolz gemacht. Wie bist du auf die Idee gekommen? Die Idee kam mir tatsächlich, als wir für unsere eigene kleine Fleischerei Wurst hergestellt haben, also auch Bratwurst hergestellt haben. Und dann wollte ich was Eigenes haben, immer schon mal. Und dann hatten wir einen geräucherten Bauch, frisch noch, wo ich dann überlegt habe, den da einfach mal mit reinzumachen, weil ich gerne so was Rauchiges und Barbecue-mäßiges mag. Ja, und dann haben wir das auch gemacht und dann noch ein bisschen Schärfe mit rein. Natürlich war es nicht direkt perfekt, man hat ein paar Mal ausprobiert und irgendwann war es dann so weit, dass ich gesagt habe, so finde ich es gut. Klingt sehr lecker. Herr Reinhardt, was sagen Sie denn als Chef und gelernter Metzger dazu? Ja, also wir sind natürlich
Selbstverständlich mächtig stolz auf die Leistung von Nele. Und wir haben ihre Rezeptur auch schon in Vörden in unserem Werk produziert. Ich denke, dass wir dieses Jahr zur Bratwurstsaison auch einiges davon, nicht von der Charge natürlich, aber von der Rezeptur vermarkten werden. Ich muss Ihnen sagen, mir grummelt auch schon ordentlich der Magen. Finde ich eine super Sache, dass wir da jetzt mal so eine Kleinigkeit vorbereitet haben, möchte ich an dieser Stelle mal so sagen. Wir haben sie da, die super tolle, preisgekrönte Bratwurst von der Nele. Und die müssen wir jetzt natürlich alle mal testen. Ah, super, danke schön, Nele. Bitteschön. Super. Da greife ich direkt mal zu. So, gehe ich mal weiter. Ihr und Sie, Herr Reiners, müssen natürlich auch noch mal kosten, wobei Sie wissen ja schon, wie es schmeckt. Philipp, auf dein Urteil bin ich auch besonders gespannt. Ja, vielen Dank. So, den Ehrenpreis von der Bild-Zeitung hat sie schon gewonnen. Jetzt kommt die härteste Jury vom TFB Talk. Guten Appetit. Oh, Nele, lecker. Man darf ja nicht mit vollem Mund sprechen. Herr Reinhardt, Sie müssen trotzdem. Ich mag dieser flüssige Käse da drin. Total Finde ich lecker. super. Und dann diese kleine Chilispitze zum Schluss, eine super Liaison. Ich hätte es nicht schöner sagen können. Schmeckt mir auch total gut. Philipp, was sagst du? Ja, hervorragend. Also gerade die Chili-Note. Also kommt wirklich deutlich raus, aber eben nicht zu scharf. Großes Lob an dich. Kann ich mir auch Danke. bei mir im Laden sehr gut vorstellen. Also, freuen schon alle auf die Grillsaison. Höre ich da raus? Nele, erzähl mal. Jetzt, das Ergebnis steht für sich, dass du deine Ausbildung ganz offensichtlich sehr erfolgreich dadurch läufst. Wann bist du denn auf die Idee gekommen, bei The Family Butchers eine Ausbildung zu machen, zur Fleischerin? Die Idee kam mir tatsächlich schon sehr früh, denn auch mein Opa hat bei Reinhardt gearbeitet und auch mein Vater arbeitet bei Reinhardt, heute TFB. Und auch wo ich kleiner war, bin ich schon öfter mal mitgekommen, durfte hier mal schauen, habe Praktikas gemacht. Und dann stand für mich sehr schnell fest, dass ich auf jeden Fall hier meine Ausbildung machen möchte. Das ist ja ein kleines Familienunternehmen im Familienunternehmen. Wie ist denn das so, in einem großen industriellen Betrieb zu arbeiten? Ich glaube, du kennst es von zu Hause auch noch ein bisschen anders, oder? Ja, also von zu Hause kenne ich noch das kleinere Handwerk von unserer eigenen Hofleischerei, wo wir ein paar eigene Rinder haben, alles und Schweine in Freilandhaltung oder nur von ortsansässigen Bauern beziehen. Und das ist natürlich ganz anders. Und hier sind natürlich schon wirklich Hightech-Maschinen, wo man viel auch gar nicht mehr selber machen muss. Aber ich finde jedoch beides sehr interessant, denn jedes auf seine Art und Weise ist sehr besonders. Also du sagst, beides hat seine Vorteile. So ein moderner, hochautomatisierter Industriebetrieb, den verbinden allerdings, glaube ich, viele Verbraucher und Verbraucherinnen jetzt nicht unbedingt mit dem Beruf des Metzgers. Woran da eher gedacht wird, wir haben es uns mal genau angeschaut. Ich glaube, so ein typisches Metzgerbild von früher, das gibt es nicht mehr. So der rüstige, etwas beleibtere Herr, sondern es kann bestimmt auch eine moderne Frau sein. Also ich stelle mir klar einen Mann vor, aber es gibt bestimmt auch Frauen. Das ist wahrscheinlich auch so ein Klischeebild. Ich denke, es gibt teilweise schon noch das Bild von früher, der klassische Metzger, der eben sein Handwerk macht, der dann auch seine Kunden mitnimmt. Ja. Dass das Bild eines Metzgers heute mehr ist, als es früher war. Also nicht einfach nur Lieferant, sondern halt auch jemand, der halt hinter den Produkten steht und hinter der Küche so im Allgemeinen. Einen guten Metzger macht für mich aus, wenn er weiß, wo sein Fleisch herkommt, wenn er sich selbst darum kümmert, wenn er es selbst verarbeitet und quasi die ganze Lieferkette mit betreut. Ich glaube schon, dass es junge Leute gibt, die das machen. Also es war ja früher Handwerk, dann ist es ja übergegangen in Industrie. Und jetzt merkt man ja so langsam, dass es wieder übergeht ins Handwerk. Also man merkt ja wieder, dass viele Betriebe aufmachen, die sagen, wir wissen, wo unser Produkt herkommt, also dass die Regionalität wieder zurückkommt. Also das ist ja wieder ein schöner Wandel eigentlich. Ja. Ja, super spannend, was die Leute da sagen. Aber Herr Reinhardt, mal Hand aufs Herz. Wie viel steckt denn tatsächlich noch von diesem Metzgerberuf, von dem die Leute denken, dass er das ausmacht, wirklich noch bei Ihnen im Unternehmen drin? Ja, also wenn wir heute so Bilder von Metzgern vor Augen haben, dann denken wir eher so an Supermärkte, an Fleischerfachgeschäfte. Aber da hat sich sicherlich in den letzten 10 Jahren eine ganze Menge verändert. Es sind heute viel mehr weibliche Thekenkräfte, Metzgerinnen dort. Es sind keine blutigen Kittel mehr da. Es ist eine Top-Präsentation, viel Frische und richtig einladend. Und das hat sich auch in unserer Es geht um die Wurst-Studie bestätigt. Auch dort ist eindeutig rauszulesen, dass Verbraucher, Verbraucherinnen immer mehr auch Metzgerinnen vertrauen. Ich finde, das ist ein interessanter Insight. Ja, absolut. Die Studie habe ich ja hier.
Ne? Schauen wir mal, das ist ein umfangreiches Kompendium, ne? Muss man so sagen. Ja, also das sind 180 Seiten. Aktuelles Wissen über das Thema Fleisch, Wurstwaren in Deutschland. Dann ist Nele bei Ihnen ja eigentlich genau richtig, oder? Ja, sowieso. Aber ehrlich gesagt, es geht nicht darum, dass Nele jetzt eine Frau ist, sondern es geht darum, dass Nele wahnsinnig begeistert ist, Leidenschaft für ihren Beruf hat in der Wurstproduktion. Und man muss natürlich auch ehrlich sagen, die Wurstproduktion heute ist nicht mehr die vor 10, 20, 30 Jahren bei uns war. Wir haben heute einen hochmodernen, automatisierten Betrieb, wo angelernte, aber auch gelernte Metzger Hand in Hand mit den Technikern arbeiten. Und es geht darum, dass man auch technische Kenntnisse hat für die Maschinen, für die Prozesse. Und ich finde, das macht den Beruf noch interessanter, aber sicherlich auch komplexer. Guter Punkt, Maschinen und Handwerk. Philipp, wie sieht das bei euch oder bei dir im Betrieb aus? Auch bei uns wächst der Maschinenpark stetig. Denn die Ansprüche, gerade im Bereich Verpackung, steigen einfach. Was aber bleibt, ist einfach dieser handwerkliche Charakter, ganz individuell auf Kundenwünsche einzugehen und auch in allerkleinsten Mengen und Chargen Dinge auszuprobieren. Klingt sehr spannend. Wir wollten es genau wissen und haben beim Philipp mal vorbeigeschaut. Was mir in meinem Beruf besonders wichtig ist, dass er so unfassbar vielseitig ist. Dass wir wirklich mit frischem Fleisch hantieren, dass wir mit fertig gegarten Sachen arbeiten, dass wir Kunden beibringen, wie man besondere Stücke grillt, wie man kocht, wie wir Convenience-Artikel herstellen, wie wir inzwischen auch an eigenen Dips arbeiten. Und das ist in dieser Branche quasi so vielfältig wie fast in keiner anderen Branche. Die neue Art des Metzgerdaseins, besonders innovativ zu sein, das heißt, über den Tellerrand hinaus zu gucken, welche Trends gibt es, was dürfen wir morgen produzieren, wie kommunizieren wir mit dem Kunden, dass wir da sehr, sehr innovativ sein dürfen, mutig sein dürfen und auch müssen, einfach neue Sachen auszuprobieren, und da freue ich mich sehr drauf. Ja, also das ist auf jeden Fall schon mal was anderes. Richtig spannend. Fast schon ein Restaurant, Philipp. Ja, danke dir. Also hattest du sowas als Ziel wirklich schon im Kopf, als du dich für den Beruf entschieden hast? Zu dem Zeitpunkt noch nicht im Kopf, nein. Das ist in den letzten Jahren gereift. Also ich habe mich vor genau 10 Jahren selbstständig gemacht, und da war dann das Ziel geboren, ja, der Austausch mit den Kunden, die Kompetenz des Metzgers auch einfach mal darzustellen, an diesem Imagewandel irgendwie auch beizutragen. Und dafür bedarf es dann halt auch einer entsprechenden Optik und einer baulichen Veränderung. Dieser klassische Metzgerberuf, der denn das Handwerk ja so an sich ausmacht, der stirbt vielleicht auch ein Stück weit mehr und mehr aus. Es wird alles moderner. Und wie schaffen wir das jetzt, diesen Beruf wirklich wieder attraktiv zu machen? Denn Philipps Ansatz ist ja schon, mal Hand aufs Herz, irgendwie ein Gegenentwurf zu dem, was Sie in Ihrem Unternehmen so machen. Nein, das sehe ich gar nicht so. Die Grundlagen sind im Prinzip die gleichen. Ich bin gelernter Metzger. Ich habe in den 80er Jahren gelernt, auch in einem größeren Handwerksbetrieb mit Filialen, und habe den ganzen Wandel miterlebt hin bis heute zu einem hochmodernen Industriebetrieb. Dann ist Philipp Bühning da, der das Handwerk heute wieder neu belebt und im Prinzip auch neu interpretiert. Und dann haben wir Nele, die den Beruf eines Metzgers gewählt hat. Und bei allen Berufen in der jeweiligen Zeit ging es immer darum, die Qualität der Produkte vor Augen zu haben und da keinen Kompromiss zu machen. Okay, alles klar, habe ich bis hierhin verstanden. Und ich verstehe auch, Reinhard Bärchen muss halt immer auch wie Reinhard Bärchen schmecken, richtig? Also Reinhard Bärchen muss nicht nur wie Reinhard Bärchen schmecken, sondern mindestens genauso wichtig, es muss auch genauso aussehen. Das heißt, da darf kein Ohr eingerissen sein, zum Beispiel. Und natürlich ist die Top-Hygiene auch ganz entscheidend. Da dürfen wir uns überhaupt keinen Fehltritt erlauben. Ja, und wie kannst du da als kleiner Metzger mit dieser Riesenvielfalt von TFB überhaupt mithalten? Ja, ich weiß nicht, ob wir unbedingt mithalten müssen. Es soll ja kein Wettkampf sein. Also sicherlich sind die Kundenwünsche und Ansprüche so, dass wir ein breites Sortiment darstellen müssen. So, und das werden wir auch abdecken. Aber ansonsten ist bei uns ja
viel wichtiger als im Einzelhandel, wo der Kunde vielleicht auch anonym an der Theke vorbeigeht und sich dann seinen Aufschnitt, seine Wurst mitnimmt, einfach die Wünsche von den Lippen abzulesen und ins Gespräch zu kommen. Und das ist dann eher unsere Prämisse. Ja, und ein gutes Stück weit mit Sicherheit auch diese traditionellen, regionalen Rezepte, die ihr halt eben auch viel individueller vielleicht ein Stück weit noch anbieten könnt. Und Stichwort traditionelle Rezepte, was macht das überhaupt bei TFB aus? Also auch bei uns gibt es ganze Reihe traditioneller Rezepte. Da ist zum Beispiel unser Schwarzwälder Schinken. Wir lassen unseren Schwarzwälder Schinken über Tannenrauch im Schwarzwald in wirklich älteren, also traditionellen Räucherkammern räuchern. Und wir haben auch Produkte wie die Reinhard-Sommer-Wurst, die bald 60 Jahre alt wird, die sozusagen hier in der Region jedermann kennt. Oder auch unsere Love-Brand Bärchen. Also wir haben eine Vielzahl von Sortimenten, von Produkten. Da können wir unsere Metzger-DNA auch gut zeigen. Und die Metzger-DNA, die entwickelt sich ja auch nach wie vor weiter, auch bei TFB. Fleischlose Produkte, die schmecken und dann auch noch komplett ohne Zusatzstoffe. Die gibt es ja bald bei The Plantly Butchers. Hast du davon schon mal gehört, Philipp? Ja, auf jeden Fall. Bei mir im Unternehmen hat das Thema Veggie und auch vegan wirklich eine zunehmende Bedeutung bekommen. Das heißt, wenn wir auf Caterings gehen, dann wird einfach gefordert, dass wir vegetarische Produkte dabei haben. Und ja, ein sehr, sehr spannendes Thema, dem sich auch der kleine Handwerksmetzger nähern sollte, nein, sogar muss. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Der Metzger ohne Fleisch, das ist wie der Handwerker ohne Hammer. Und trotzdem ist das der Metzger der Zukunft, Herr Reinhardt? Ja, also der Metzger ohne Fleisch ist halt dann der Metzger mit Erbse, Weizen oder Soja. Und die technischen Fertigkeiten braucht er dafür genauso, wie als wenn er tierische Proteine nimmt. Und ich denke, diese Erweiterung des Angebots ist nicht nur interessant für die Verbraucher, Verbraucherinnen, sondern macht diesen Beruf des Metzgers auch sehr interessant für junge Menschen. Also der Metzger der Zukunft, der muss quasi auf alles vorbereitet sein. Und das ist auch gut so, oder? Was meinst du, Nele? Also ich finde es auf jeden Fall spannend und bin auch gespannt, in welche Richtung das Ganze noch geht. Und kann mir gut vorstellen, auch demnächst vielleicht mal Produkte ohne Fleisch zu entwickeln. Vielleicht demnächst mal einen Ehrenpreis für eine vegane Bratwurst. Wer weiß, was da noch so kommt. Also Sie hören es gerne, oder? Ja, also sowieso. Für mich gibt es auch kein Entweder-Oder. Wichtig ist Genuss und Qualität. Philipp, was meinst du? Da stehe ich vollkommen hinter. Wichtig ist, dass wir den Kunden zufriedenstellen, dass wir unsere Mitarbeiter beschäftigen können. Da dürfen dann auch vegetarische oder auch vegane Produkte in der Theke Einzug halten. Einigkeit bei den Fachleuten und mein Fazit steht an dieser Stelle fest. Es braucht sie beide, die großen Alleskönner genauso wie die kleinen lokalen Spezialisten. Denn für den Beruf des Metzgers bedeutet das zusammen eine tolle Perspektive, auch für die Zukunft. Und für uns Verbraucher ist klar. Je mehr Angebot besteht, desto besser und schneller werden wir natürlich fündig. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Freuen Sie sich schon auf die nächste Folge TFB Talk und wir probieren es noch mal, oder?